Hast du jemals etwas Merkwürdiges bei Frauen bemerkt? In dem Moment, in dem du aufhörst, ihnen hinterherzulaufen, in dem du aufhörst, ihr Handy mit Nachrichten zu überfluten, aufhörst, deinen Wert zu beweisen, aufhörst, um ihre Zeit zu betteln, genau dann erinnern sie sich plötzlich daran, dass es dich gibt. Genau dann fängt sie an, dich anzurufen. Genau dann schaut sie sich deine Stories an. Genau dann kommt sie plötzlich wieder zurück. Und hier ist die Wahrheit. Frauen kommen in der Regel nicht zurück wegen dem, was du ihnen gibst. Sie kommen zurück wegen dem, was du ihnen nimmst. Wenn du dich zurückziehst, wenn du aufhörst zu jagen, wenn du Abstand gibst, dann spürt sie plötzlich deine Abwesenheit. Und diese Abwesenheit ist lauter als jedes Wort, das du jemals sagen könntest. Bevor wir tiefer eintauchen, lass mich eines klarstellen. Es geht hier nicht darum, Frauen zu hassen. Es geht darum, Männer zu schützen. Zu viele Männer verlieren Jahre ihres Lebens, ihre Energie, ihr Selbstvertrauen, indem sie Situationen hinterherlaufen, die schon längst tot waren. Und ich will nicht, dass dir das passiert. Also, warum kommt sie genau dann zurück, wenn du aufhörst, es zu versuchen? Warum trifft sie Distanz härter als Aufmerksamkeit? Und vor allem, wie nutzt du diese Distanz? Nicht nur, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern um dich selbst zu schützen und eine Stärke aufzubauen, die dir keine Frau nehmen kann. Bleib dran, denn ich breche das in diesem Video alles für dich auf. Und wenn du wirklich zuhörst, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, wirst du mit einem neuen Mindset herausgehen, das dich davor bewahrt, jemals wieder in denselben schmerzhaften Kreislauf zu geraten. Lass uns anfangen. Sie dachte, du würdest hinterherlaufen. Als sie sich zurückzog, vielleicht hörte sie auf zu schreiben, vielleicht wurde sie distanziert, vielleicht sagte sie, sie brauche Raum. Da hat sie nicht mit deinem Schweigen gerechnet. Sie dachte, du würdest jagen. Denn seien wir ehrlich, genau das machen die meisten Männer. Die meisten bekommen Panik, sobald sie merken, dass sie ihr entgleitet. Sie schreiben doppelt. Sie entschuldigen sich für Dinge, die sie gar nicht falsch gemacht haben. Sie melden sich ständig in der Hoffnung auf ein paar Krümel Aufmerksamkeit. Und aus ihrer Perspektive bestätigt das nur, was sie ohnehin schon geglaubt hat, dass sie dich in der Hand hat. Dass du, egal was sie tut, weiter um sie kreisen wirst. Doch dann hast du das Drehbuch gebrochen. Anstatt zu jagen, hast du dich zurückgezogen. Anstatt zu betteln, bist du still geworden. Anstatt zu erklären, hast du das Schweigen sprechen lassen. Anstatt zu erklären, hast du das Schweigen sprechen lassen. Und genau da trifft sie die Neugier. Moment mal, warum läuft er nicht hinterher? Habe ich es zu weit getrieben? Zieht er weiter? Dieses Schweigen stört sie mehr als 100 Nachrichten es je könnten. Denn jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie bei dir steht. Und wenn eine Frau nicht weiß, wo sie bei dir steht, dann drehen sich die Rollen. Dein Schweigen ist nicht nur Abwesenheit. Es ist ein Spiegel. Es zwingt sie zu sehen, dass sie ihren Einfluss auf dich vielleicht überschätzt hat. Und das verunsichert sie. Merke dir eines: Frauen erwarten nicht, dass Männer ruhig gehen. Sie erwarten, dass Männer betteln, diskutieren oder zusammenbrechen. Doch wenn du das nicht tust, fällst du auf. Du schockierst ihr System. Und dieser Schock, das ist der Samen dafür, dass sie zurückkommt. Aber damit endet es nicht. Denn in dem Moment, in dem du aufhörst, ihr nachzulaufen, passiert noch etwas anderes in dir. Du hast deine Kraft zurückgewonnen. Hier ist die Wahrheit, die dir niemand sagt. Jedes Mal, wenn du jagst, gibst du deine Kraft ab. Denk darüber nach. Wenn du dich ständig beweist, ständig versuchst, sie zurückzugewinnen,
Sagst du damit: Mein Wert hängt davon ab, ob du mich akzeptierst. Das ist nicht attraktiv, das ist nicht männlich. Und schlimmer noch, das bist nicht du. Doch wenn du aufhörst zu jagen, nimmst du all diese Kraft zurück. Plötzlich reagierst du nicht mehr auf ihre Züge. Du setzt deinen eigenen Rahmen. Du erinnerst dich: Ich brauche ihre Bestätigung nicht, um meinen Wert zu kennen. Und hier wird es verrückt. Frauen spüren diesen Wandel. Deine Energie verändert sich. Du hörst auf, panisch zu schreiben und beginnst, ruhig zu handeln. Du hörst auf, alle 5 Minuten dein Handy zu checken und beginnst, dich wieder auf deine Ziele, deine Prioritäten, dein Leben zu konzentrieren. Dieser Wandel ist magnetisch, denn echte Kraft bedeutet nicht laut werden, kontrollieren oder prahlen. Echte Kraft ist Ruhe. Sie ist still. Es ist die Fähigkeit, wegzugehen, ohne zu zucken. Und wenn sie das spürt, wenn sie deine Abwesenheit nicht nur körperlich, sondern auch energetisch wahrnimmt, dann beginnt sie dich auf eine Weise zu vermissen, die sie selbst nicht erklären kann. Denk daran. Vielleicht hast du vorher ihr Handy bombardiert, gefragt, ob sie noch Gefühle hat, und sie hat dich ignoriert. Das fühlte sich machtlos an, oder? Stell dir jetzt das Gegenteil vor. Sie wird kalt und du reagierst nicht. Du lebst. Du verbesserst dich. Du bist unbeeindruckt. Eine Woche später schreibt sie dir: Hey, wie geht's dir? Das ist kein Zufall. Das ist deine zurückgewonnene Kraft, die ihre Neugier wieder anzieht. Doch es endet nicht bei der Kraft. Denn wenn du aufhörst zu jagen, gewinnst du nicht nur deine Stärke zurück, sondern auch deine Rätselhaftigkeit. Du bist wieder eine Herausforderung. Hier kommt eine harte Wahrheit. Frauen begehren nicht das, was leicht zu haben ist. Sie mögen es dulden, sie mögen es nebenher laufen lassen. Aber sie jagen es nicht. Und seien wir ehrlich, viele Männer hören viel zu schnell auf, eine Herausforderung zu sein. Am Anfang hattest du dieses Geheimnis. Du hattest ein Leben. Du hattest diesen gewissen Reiz. Sie musste sich fragen, was du wohl für einer bist. Doch irgendwann bist du vielleicht zu verfügbar geworden, zu vorhersehbar, zu leicht. Und hier liegt das Problem. Der menschliche Geist schätzt nicht, was er nicht erarbeiten muss. Was passiert also, wenn du ihr Distanz gibst? Du wächst diese Herausforderung neu. Du erinnerst sie an den Mann, den sie am Anfang bemerkte. Den Mann, den sie nicht sofort durchschauen konnte. Den Mann, in den sie sich hineinlehnen musste, um ihn zu verstehen. Plötzlich hat sie dich nicht mehr an der Leine. Plötzlich antwortest du nicht mehr sofort auf jede Nachricht. Plötzlich bist du nicht mehr berechenbar und Herausforderungen sind süchtig machend. Denk darüber nach. Jede große Geschichte, jede große Romanze. Es geht nie um die Person, die immer da war, immer gewartet hat. Es geht um den, der Neugier geweckt hat, der die Fantasie entfachte. Deshalb funktioniert Distanz. Sie holt dich aus der Kategorie immer verfügbar zurück in die Kategorie selten und wertvoll. Dann fängt sie an, sich zu fragen: Habe ich mich in ihm getäuscht? Habe ich einen Mann verloren, der viel mehr zu bieten hatte, als ich dachte? Und glaub mir, genau diese Fragen halten sie nachts wach. Und jetzt kommt das Entscheidende. Was tust du mit dieser Distanz? Denn ja, vielleicht kommt sie zurück, wenn du ihr Raum gibst. Aber die viel größere Frage ist: Was machst du mit dieser Zeit? Wartest du nur auf ihre Nachricht? Sitzt du am Handy und hoffst, dass sie wieder ankommt? Oder nutzt du die Zeit, um dich weiterzuentwickeln? Denn das ist der Unterschied zwischen Männern, die stecken bleiben, und Männern, die aufsteigen. Die Distanz ist nicht nur da, damit sie dich vermisst. Sie ist da, damit du dich wieder an dich selbst erinnerst. Geh ins Fitnessstudio, bau deine Karriere auf, verfolge deine Ziele härter, als du jemals sie verfolgt hast. Umgib dich mit besseren Menschen, verbessere deine Finanzen,
Arbeite an deinem Lebenssinn. Denn wenn sie zurückkommt, und das wird sie, dann zählt nicht, dass sie deine Abwesenheit bemerkt hat. Entscheidend ist, dass du nicht mehr derselbe Mann bist, den sie zurückgelassen hat. Das ist der ultimative Dreh. Sie dachte, du würdest jagen. Hast du nicht. Sie dachte, du würdest zerbrechen. Bist du nicht. Sie dachte, sie hätte dich durchschaut. Doch du bist zu jemandem herangewachsen, den sie nicht einmal vorhersagen kann. Ob sie bleibt, ob sie geht, ob sie es für immer bereut, das liegt bei ihr. Aber du bist stärker, klarer, geerdeter. Das ist die wahre Kraft von Distanz. Nicht, dass sie zurückbringt, sondern dass sie dir den Raum gibt, zu dem Mann zu werden, der sie nicht braucht. Also lass mich dir das mitgeben. Ja, sie kommt zurück, wenn du Distanz gibst. Aber mach das nicht zu deinem Ziel. Mach dein Ziel, der Mann zu werden, dem es gar nicht auffällt, ob sie zurückkommt oder nicht. Denn sobald du da bist, sobald du fest in deinem Rahmen stehst, dich jeden Tag verbesserst, hörst du auf, in Beziehungen auf Verteidigung zu spielen. Du hörst auf zu reagieren. Du beginnst, aus einer Position der Stärke zu leben, nicht aus Bedürftigkeit. Und ironischerweise ist das genau der Moment, in dem sie am stärksten zurückkommt. Doch bis dahin hast du Optionen. Du hast einen Lebenssinn und du erkennst, sie war nur ein Kapitel, nicht das ganze Buch. Bleib scharf, bleib geerdet und verschwende deine Distanz nicht mit Warten. Nutze sie, um aufzubauen.